Ich bin Parisa, ich bin 22 Jahre alt, ich wohne in Berlin. Ich bin Drag Queen, Schauspielerin und mein Lieblingsnebencharakter in Harry Potter war Luna Lovegood. Wenn du so echte Haare hast als Drag Queen, dann musst du die unter einer Perücke irgendwie so platt wie es geht verstecken. Das sieht kurz aus wie ein Verbrecher, aber das ist auch nicht schlimm, weil Verbrecher ist schick. Und dann stopfst du dir einfach deine Haare darunter, damit dein Kopf so klein und platt wie möglich ist. Und dann kannst du dir das über die Ohren zupfen und deine Haare sind so gut wie es geht sicher. Ich weiß nicht genau, was ich will. Ich will aber auf die Bühne und ich will die Welt verändern. Und deswegen mache ich so Kunst, die Menschen berührt und Menschen bewegt. Als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich gesagt, ich will nach Berlin ziehen und Drag machen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Ich habe mich beworben bei einzelnen Drag-Shows und die wollten mich. Und seitdem mache ich das und das entwickelt sich immer weiter. Hört irgendwie nicht auf. Die meisten Inspirationen, die ich mir hole, kommen so aus so der Clownswelt, so aus den 60er, 70er Jahren, wo die Clowns wirklich große, bunte Gesichter hatten. Wenn ich mich so als Parisa schminken möchte, dann schminke ich mir schon irgendwie ein natürlicheres Gesicht. Aber so als Psoriasis, da ist nichts natürlich mehr eigentlich, da ist es Clown und Maske. Mittendrin beim Schminken merke ich immer, ich habe keinen Bock mehr. Ich will hier raus, ich will das nicht machen, warum mache ich das? Immer so existenzielle Fragen, die dann wieder kommen. Weil ich so merke, das macht keinen Spaß mehr, das ist total anstrengend. Für wen mache ich den Dreck? Aber dann, wenn ich das Kostüm anziehe, merke ich so, jetzt geht's los, jetzt ist Party, jetzt ist Show. Drag ist auf jeden Fall Kunst und auch eine sehr, sehr wichtige Kunstform, weil sie meiner Meinung nach sehr zugänglich ist für sehr viele Menschen. Für mich ist Drag ein Knäuel, wo ganz, ganz viele Kunstrichtungen zusammenkommen. Der Tanzbereich ist ja riesig. Dann musst du als Drag Queen einfach Make-up-Skills haben. Du musst deine Kostüme machen. Oder du brauchst halt eine Ästhetik so in deinem Kopf und musst wissen, wie deine Kostüme zusammengestellt werden, damit du drin aufgehen kannst. Du brauchst ein krasses Ego irgendwie, um auf die Bühne zu kommen. Du musst irgendwie singen können oder auf der Bühne reden können. Schauspielerisches Talent brauchst du halt auch. Und deswegen ist Drag eigentlich so eine Königsform. So aus sehr vielen verschiedenen Kunstformen, die zusammenkommen. Ich finde auch, dass es in der Form Entertainment ist, habe ich aber persönlich oft das Problem damit, in Drag als Entertainment für alle Menschen zu sein, weil ich auch so mich ganz persönlich nicht abstellen kann, wenn ich Drag Queen bin und dann merke, dass halt alle mit mir Fotos machen wollen und mit mir trinken wollen und mich anfassen wollen, weil ich für die eben für eine kurze Zeit ein Spielzeug bin. Selbst nachdem ich so eine Show performe, kommen Leute auf mich zu und fassen mir an die Brüste und fragen so, oh mein Gott, die sind ja überhaupt nicht echt. Ich so, ja, es ist nicht das Ding, dass ich aussehen möchte, als ob ich echt wäre. Und dann in Drag muss ich aber abliefern und da musst du halt voll dickes Fell haben, um damit klarzukommen. Ich bin schon noch ich. Ich kann Parisa aber dann so ein bisschen Auszeit geben und kriege durch das Drag so eine Rüstung, die eine eigene Persönlichkeit hat, durch die ich dann irgendwie agieren kann. Also
wo ich dann sagen kann, okay, Psoriasis hat darauf so reagiert. Parisa hätte vielleicht ähnlich reagiert, aber Psoriasis hatte die Entschuldigung sozusagen oder die Berechtigung, der Person dann ins Gesicht zu schlagen, weil sie angefasst wurde. Parisa würde das nicht machen. Parisa findet es super witzig. So würde es nicht unbedingt machen, aber findet es witzig. Drag ist auch ganz viel Aggression. Es braucht super viel, um selbstbewusst zu werden, finde ich. Weil dir die ganze Welt jeden Tag sagt, wie scheiße du bist oder wie schlecht du bist und wie sehr sie dich nicht haben wollen. Und dann die Kraft zu finden, rauszugehen und trotzdem irgendwie zu kämpfen. So diese Kraft aufzubringen, ist halt echt schwierig. Deswegen habe ich mir beigebracht, gerade deswegen darauf nochmal 100% extra zu geben und einfach so tun, als wäre ich super selbstbewusst. Und seitdem nehmen mich auch Leute anders wahr und denken, ich wäre eine Cutthroat-Cunt. Was ich auch irgendwie bin, aber nicht so doll, wie es Leute irgendwie behaupten, also wie es Leute von mir glauben, denke ich. Vor allem Leute, die mich nicht richtig kennen. Aber ich bin lieber gefürchtet als geliebt. Besitzt nun professionelle Fesselungsfähigkeiten. Das überlegt! Hey! Mein großes Ziel ist immer noch, dass sich eine Person bei meiner Performance übergibt. Das ist noch nicht passiert, aber das wird noch passieren. Weil ich mit meinen Performances nicht dafür sorgen will, dass sich Leute gut fühlen oder unbedingt Spaß daran haben, sondern dass sie nachdenken und unangenehm gestimmt sind und irgendwie sich unwohl fühlen, weil sie merken, dass ich mich unwohl fühle, 90% meiner Zeit. Und das ist das, was mir so Energie gibt, um die nächste Show zu planen. Ist das ja so, wenn dir mal was richtig Tolles passiert, dann ist es ein gravierendes Ereignis, an das du dich erinnerst. Und ich glaube, mir sind auch schon richtig tolle Sachen passiert. Nur gibt es irgendwie zu viele schlechte Sachen, die mir passieren, die diese schönen Sachen dann irgendwie untergraben. Und ich erinnere mich an jedes Mal, dass ich zusammengeschlagen wurde oder dass mich angespuckt wurde oder dass ich irgendwie getreten wurde, geschubst wurde oder sonst irgendwas wurde. Aber wirklich nicht an so richtig schöne Sachen. Dann rechtfertige ich damit so, dass ich Drag mache irgendwie, weil ich sage, das ist das, was mir am meisten Spaß macht und das ist das, was ich irgendwie gerade machen will. Es bringt nicht viel Geld ein, ich weiß nicht, ob ich dafür jemals leben kann, aber es fühlt sich irgendwie am besten von allem gerade an, sonst könnte ich nichts machen irgendwie. Deswegen mache ich das. Wenn du halt performative Kunst machst, dann spielst du mit tausenden Ebenen und tausenden Einflüssen, die irgendwie durch dich gehen und die dein Leben widerspiegeln, deine Gesellschaft, in der du lebst und deine Lage und deine Emotionen und deine Identität. Und weil das sowas Fragiles ist, was nicht jeder verstehen kann, wird es eben als irgendwas an die Seite gehuscht und gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Tanz oder das ist irgendwie so Performance. Also als Kunstform
ist es eine super wichtige und große, weil Drag immer irgendwie so die politische Lage auf der Welt oder in der Gesellschaft widerspiegelt, weil Drag Queens immer die sind, die Revolution irgendwie anzetteln oder vorne mitlaufen. Und Drag Queens sind immer noch die, die am radikalsten irgendwie kämpfen, weil sie sich mit Gender Identity eben auseinandersetzen, weil es die sind, die am größten, buntesten und lautesten sind und somit die, die als erstes Shit abkriegen und als erstes die sind, die angegriffen werden, sind das die, die am krassesten kämpfen, so weil sie wissen, was auf der Welt abgeht, wenn es denen wichtig ist, so in ihrem Drag politisch zu sein und die Welt zu verändern. Und deswegen ist also Drag für mich nicht wegdenkbar. We're rolling, rolling, rolling on a rainbow. Irgendwie ist man glücklich in der Kunst, die man macht, aber gleichzeitig, weil es halt auch sehr viele andere machen, die auch sehr gut dafür gefeiert werden, für das, was sie machen und auch gebucht werden, vielleicht auch öfter als ich, dass es so ganz natürlich ist, dass man sich fragt, so, warum gebe ich so viel Energie und so viel Zeit, so viel Liebe in diese Welt, wenn ich doch nicht für das, was ich bin, und ich bin besonders, wenn ich für das nicht die Anerkennung kriege, die gerechte oder die faire Anerkennung, die halt durch eine faire Bezahlung und einen angemessenen Ruhm irgendwie kommt. Dass der Großteil von solchen PerformerInnen oder vor allem so Drag-KünstlerInnen queer sind oder sich irgendwie in der Community identifizieren, gehört halt auch dazu. Und dass das aber so die Menschen sind, so die die wichtigsten Sachen machen irgendwie auf der Welt, weil sie gezwungen werden, sich über mit allen Sachen auseinanderzusetzen. Dass diese Menschen die sind, die irgendwie gute Sachen schaffen, wird eben nicht respektiert. Weil sie sich somit eben noch immer mehr zu Aliens machen irgendwie. Weil sie nicht nur queer sind, sondern auch, dass sie Kunst machen. Und dann sind sie irgendwie dick und haben eine andere Hautfarbe. Und es macht immer mehr so eine Gesellschaft, die das weiter wegschubsen will. So. Weil es nicht richtig ist, so. Weil es nicht das Bild ist von einer Person ist, die arbeitet und glücklich ist und lebt irgendwie, sondern irgendein Alien ist. Ja, und das ist ein ziemlich scheiß Gefühl, so Alien zu sein. Ich möchte, glaube ich, nicht verstanden werden. Ich möchte aber, dass sich Menschen mit mir in einer gewissen Art identifizieren können, dass sie mich sehen und sagen, das fühle ich auch irgendwie, was sie gerade fühlt, oder das hätte ich auch gerne gemacht, oder die Haare würde ich tragen, oder die Farben finde ich gut. Wenn es auf dem Level bleibt, so ist es auch vollkommen okay für mich. Wenn sie dann noch so die tieferen Ebenen drin sehen, die ich reinbaue, freut mich das natürlich. Das kann ich aber nicht erwarten, weil jede Person mit einer anderen Erwartung oder mit einer anderen Motivation zu einer Show kommt. Aber klar, also ich freue mich, wenn Leute sehen, was für Themen ich behandle. So Alltagsshit, den ich erlebe, wie ich von Leuten angefasst werde, was ich nicht möchte, wie ich mich immer erklären muss vor Leuten, die noch nie eine Transperson gesehen haben oder noch nie mit einer Person geredet haben, die irgendwie so ist wie ich.
All solche Sachen, die ich im Alltag erlebe, die bringe ich gerne auf die Bühne, um zu zeigen, dass es noch ein Problem ist so in der Gesellschaft. Und wenn das Leute sehen und verstehen und mir danach eine High Five geben können und sagen, yo, fand ich gut, dann kann ich da gut rausgehen.